Haben Sie schon einmal im EOC eingekauft? Wussten Sie, dass dort früher die berühmten Elefantenschuhe hergestellt wurden? Daher rührt auch der Name Elefanten-Oberstadtzentrum. Die Schuhproduktion in Kleve begann allerdings schon viel früher. Hier haben die Schuhmacher zu dieser Zeit alle Schuhe von Hand gefertigt. Es gab noch keine Maschinen, man musste also alle Teile, aus der der Schuh besteht, von Hand zusammenfügen. Da gab es noch kein elektrisches Licht. Die Menschen hatten Kerzen oder Petroleumlampen, Öllampen. Und es war also sehr mühsam, bei diesem Licht zu arbeiten. Und etwa 1600, da wurde diese Glaskugel erfunden. Die wurde mit Wasser gefüllt und hinter dieser Glaskugel stand die Kerze oder die Öllampe. Und das Licht dieser Lampe traf auf den Mittelpunkt der Kugel, deswegen konnte man das Licht verstellen. Und diese Kugel, die mit Wasser gefüllt war, die verbreitete das Licht dann weiter, als es die einzelne Flamme bekommen hat. Und das macht es möglich, dass der Schuhmacher länger arbeiten konnte. Und erst um 1900 kamen diese Maschinen auf den Markt und damit begann die industrielle Herstellung der Schuhe. Was früher Handwerk war, wurde da in der Fabrik gearbeitet. Die Fokussierung der Klever Schuhindustrie auf die Herstellung von Kinderschuhen war ein völliges Novum und Alleinstellungsmerkmal. Das ist ein Kunsthandwerk. Einen Schuh herzustellen, der genau passt und dem Fuß hilft, gesund zu bleiben, ist ein Kunstwerk. Und das ist nachher bei der Produktion in den Fabriken nur unvollkommen nachgemacht worden, weil ob sie ein Paar Schuhe herstellen oder ob sie 1000 Paar Schuhe herstellen, die Leute haben alle unterschiedliche Füße und niemand weiß, für welchen Fuß mache ich denn die 1000 Schuhe der Größe X. Ja? Und das ist die große Kunst, die dann hier in Kleve auch entwickelt wurde. Die damalige Firma Gustav Hoffmann hat erstmalig die Wissenschaft bemüht. Man hat sich einen Mediziner geholt aus Hannover, den Dr. Erne Meyer, Nestor der deutschen Kinderfuß- und Kinderschuhforschung, hat also Reihenuntersuchungen durchgeführt. Er hat mit einem Team von jungen Menschen, von Leistenmodelleuren, von Technikern Kinderfüße untersucht. 23.000 Kindern wurden die Füße vermessen. Gab es unterschiedliche Aufgaben für Männer und Frauen? Wurden Männer und Frauen bei der Schuhherstellung unterschiedlich entlohnt? Frauen und Männer wurden verschieden belohnt oder entlohnt. Außer wenn Männer und Frauen in einer Abteilung waren, wo von der REFA die Arbeitsgänge abgenommen wurden. Dann kriegten Frauen und Männer den gleichen Lohn. Frauenarbeit war die Stepparbeit, weil die etwas leichter von der Hand abging. Und hier haben wir größere Maschinen, die hier die Doppelnaht auf allen Schuhen machen. Das war schon mehr Körperarbeit und das war die typische Herrenarbeit, Männerarbeit. So wurden die schweren Arbeiten für die Männer gelassen und die weniger schweren Arbeiten, wie auch im Band Klebearbeiten und so weiter, wurden hauptsächlich von Frauen getätigt. Die Firma Hoffmann kümmerte sich intensiv um ihre Angestellten. Auch die Freizeitgestaltung ihrer Mitarbeiter wurde sehr groß geschrieben. Wir haben jetzt gerade vom Sozialwesen geredet, von Kantine, von einigen Sportveranstaltungen bzw. einige Gruppen wie Mundharmonikaverein. Aber was auch wichtig war, die Jugendlichen, die Lehrlinge, die konnten jedes Jahr mit nach Amland hinfahren. Dann hatte Elefanten auch grundsätzlich immer einen Betriebsarzt, der zweimal in der Woche da war. Man brauchte dann nicht zum Arzt zur Praxis hin, sondern konnte anrufen und dann kriegt man einen Anruf zurück
die Ärztin ist frei oder der Arzt ist frei, man hat keine Zeit dadurch verloren gegangen. Klar. Und wesentlich war auch, man hat Wohnungen gebaut, um den Mitarbeitern preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und all das in dem Bestreben, die Mitarbeiter weitgehend ans Unternehmen zu binden. Insgesamt gab es in Kleve über 40 Schuhfabriken. Damit war die Schuhindustrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber der Stadt. Die Glanzzeit der Schuhproduktion währte jedoch nicht ewig. Womöglich im Zuge der Globalisierung verließ die Schuhindustrie nach und nach die Stadt. Das war also auch eine der Folgen, dass man sagt, es soll alles billig sein. Ihr hört aber auch nicht viel Geld ausgeben. Und die Schuhe hier waren insofern teuer, als es eine exzellente Qualität war, als es eine gute Arbeit war, die Schuhe herzustellen. Und auch all diese Forschungsergebnisse natürlich berücksichtigt wurden, was die Schuhe teuer machte. Anfang der 2000er wurde Elefanten von einem englischen Großunternehmen übernommen. Nur 40 Monate später wurde Europas größte Kinderschuhfabrik liquidiert. Doch noch heute erinnern einige Statuen und Bauten an die einstige Ära der Klever Schuhproduktion.